Hallo und willkommen auf meinem filmplastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Numibrix mit der L9090 mitgebracht mit 2425 Teilen. Das hier ist die Box und hier steht Auriri Cabin von der Retro House Serie. Ob das ein Druckfehler ist, weiß ich nicht, weil hier sieht man, steht Aurora Heaven und hier sieht man auch Aurora Light Projection. Naja, auf jeden Fall schönes Boxdesign mit einem schönen Hintergrund und hier auch ein bisschen quasi eine Eisfläche. Schön gemacht. An der Seite haben wir zwei Bilder von Inneren. Und hinten haben wir die ganzen Häuser von der Retro House Serie. Diese 4 habe ich schon gebaut. Das ist das aktuelle. Die 2 habe ich noch nicht gebaut. Von den allen ist aktuell das mein Favorit. Das wäre dann die Box. Schöne Airplane Box. Wie immer schön stabil, gut gefüllt. Dann die Bauanleitung. Oder die Bauanleitungen. Wir haben 2 Stück davon. Schön dicke Bücher. Insgesamt haben die 450 Seiten und 657 Bauschritte und es ist unterteilt in 12 Bauabschnitte. Heißt 3,69 Teile pro Schritt oder 202 Teile pro Bauschritt. Drinnen haben wir ein paar schöne Bilder. Das ist jetzt nicht so sehr wie hier auf dem Bild, aber wir kommen dazu noch. Auch ein bisschen von Inneren. Die Figuren haben auch Namen. Das mag ich. So kleine Geschichten. Und dann fängt der Bau an. Da sieht man es. Also natürlich kommen zuerst hier die Elektrokomponenten, dass man überprüft und was dazu kommt. Aber das sind dann in verschiedenen Sprachen. Und dann fängt quasi der Bau an. Oder? Ja. Was ich gleich zeigen möchte, und das ist einer meiner Kritikpunkte tatsächlich bei diesem Set, ich finde, es hat zu viel Farbkodierung. Diese roten Steine finde ich unnötig. Das Blau geht, Braun auch, aber dieses Rot und so, wieso ist es nicht schwarz? Oder hier gelb? Oder hier kommt mir so viele rote Steine. Also das habe ich jetzt nicht gebraucht. Keine Ahnung. Einfach in einer anderen Farbe, die man besser brauchen könnte oder besser ausnutzen könnte. Und tatsächlich echt in vielen Teilen, wo man konnte, hat man es eingebaut, die Farbkodierung. Aber der Höhepunkt war das hier. Diese 16x16 Plate, die ja dann komplett verfließt wird, wie man hier sehen kann. Und ich verstehe es nicht. Sie konnte genauso weiß sein. Oder dieses schöne hellblau. Oder schwarz. Also orange. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch sagen zur Verteidigung, das ist definitiv ein Display-Set. Das soll nicht auseinandergenommen werden. Trotzdem finde ich die Farbkodierungen viel zu viel und finde ich es noch in Ordnung, wenn man es am Ende nicht sieht, aber es gibt da ein Aber. Und zwar bei dem Baum. Jetzt muss ich schauen, wo der Baum ist, wo der gebaut wird. So, hier. Auch alles in Rot, dann wird es mit diesen grünen Plates bedeckt und oben kommt auch weiß. Also da wäre doch viel besser eine braune Farbe oder schwarz, weil das Rot, werde ich euch später zeigen, das schaut durch. Aber so viel zu der Bauanleitung, sonst gute Bauanleitung, man kann super mit ihr bauen, große Bauschritte, große Bilder, kleine Bauschritte und echt schön dargestellt. Die Farben konnte man auch sehr gut erkennen. Ja,
Halt nur das mit den Farbkodierungen ist eine Entwicklung, die mir nicht gefällt. Hier das Set und erstmal die Maße vom Set. Also das Häuschen hat eine Breite von 29,5 cm. Da kommt es auch drauf an, wie man das hier einstellt. Eine Höhe von 24 cm und eine Tiefe von 33,5 cm. Und da kommt es dann auch, ja, das ist schon, aber kommt drauf an, halt, wie das hier wieder steht. Man sieht ja, das schaut ja ein bisschen raus. Und dann haben wir auch hier so einen Schlitten. Der hat eine Länge von 21 cm, eine Breite von 5,5 cm und eine Höhe von ca. 6 cm. Über das reden wir dann auch noch extra. Der Preis von dem Set auf der offiziellen Lumibrix Webseite ist 133 €, macht einen Teilepreis von 5,48 Cent. Ich habe das Set gleich bei Release gekauft für 134 $, was umgerechnet einen Europreis von 114,19 € macht einen Teilepreis von 4,71 Cent. Das Set hat 14 LEDs, also 14 Lichter, 36 Prints und es hat 4 Minifiguren. Die Bauzeit, die betrug ca. 5 Stunden 30 Minuten. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir erstmal zum Speedbild und danach zeige ich euch die Beleuchtung und nehmen wir das Set ein bisschen auseinander.
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Machen wir erst die Beleuchtung an. So, machen wir hier das Licht aus. Und beim Schlitten macht man das Licht auch an. Und das ist so gedacht, dass man es quasi so in den Hintergrund tut und das Häuschen davor. Und dann soll das quasi die Illusion von Aurora-Lichtern auslösen. Ich finde, das haben sie schon recht gut geschafft. Also in der Nacht sieht das sicher wunderschön aus. Mir gefällt's. Was ich gerne noch hätte bei den Lichtern, wäre, wenn das da flackern würde. Aber dazu kommen wir vielleicht auch noch. Was ich zeige, sind hier gleich beim Schlitten. Da ist so ein Spezialteil dabei. Das sieht so aus, damit man quasi dann diese zwei LEDs so verteilt. Und man kann es entweder an das drauf tun oder das hier. Ja. Aber ich tue es immer halt das da drauf und das halt passt so. So, dann das Häuschen. Also, ui, da ist mir die Batterie rausgerutscht. Aber das können wir gleich zeigen. Die Batteriebox ist hier jetzt wieder schön im Fundament versteckt. Hier sehen wir ein paar Kabel. Hier an der Seite. Das kann man so ein bisschen aufmachen und reinschauen, aber man kann es auch am besten so ganz aufmachen. Da sieht man eine Feuerstelle. Das soll ein Schaukelstuhl sein. Ich vermute, das ist ein Schaukelstuhl. Also, ja, ich lasse ihn jetzt draußen, sonst wabbelt er da drinnen. Und ja, da sieht man ein Feuer und noch ein Licht. Da sollen die Leute wohl sitzen und auf die Aurora-Lichter warten und es genießen. So, dann haben wir hier eine schöne Veranda. Hier ach ja, hier, das fand ich lustig. Also ich glaube, das ist ein Fuchs. Ein kleiner Fuchs und im Unterbau versteckt. Dann quasi hier Eisbüscheln. Diese Farbe hier, das gefällt mir sehr. Dieses Blau, das ist echt schön gemacht. Gefällt mir sehr. Und ja, alles, was ihr seht, ist natürlich bedruckt. Und schon wieder. Also das Set, kann ich gleich sagen, es ist als Display gedacht. Es ist nicht gedacht zum Auseinandernehmen, zum Rumtragen. Es ist ein Display, es ist nicht zum Bespielen. Hier eine Eisskulptur, auch schön. Hier auch ein schöner Print vorne. Hier Aurora Kevin mit dem Licht. Ich hoffe, ich vergesse es nicht mit dem Balkon zu zeigen. Diese Bautechnik hat mir super gefallen. Und hier haben wir auch oben schöne Prints. Und an der Seite schöner Schornstein, alles schneebedeckt. Die Bautechniken von dem Schnee hat mir sehr gut gefallen. Das, wie die Wände gemacht worden sind. Hinten ist es jetzt, ja, so gesagt langweilig. Ist jetzt nichts, ist halt nur eine Wand hochgezogen. Und der Baum. Dann kommen wir zum Baum. Dann habe ich meinen zweiten quasi Kritikpunkt weg. Ich versuche mal das zu zeigen, aber mein Licht ist jetzt nicht so besonders. Aber hier, na, seht ihr das rote? Man kann es zwar einstellen, aber bei mir jetzt in Live, über die Kamera kann man es nicht so sehen. Hier die ganze Länge drüber geht es durch die Farbe, die rote. Oder entweder hier, dann geht es hier rot, dann mache ich es gerade, dann geht hier das rote durch. Das war nicht gut, das ist nicht gut. Also der Baum an sich, ich finde super, wie er gebaut worden ist, weil aus wenigen Teilen wurde ein schöner Baum, ein schicker Baum, auch schön stabil. Ich habe hier noch eine Plate dazu getan, hier unten, kann man sehen, da diese schwarze, weil dann hält er besser. Und das sind so irgendwie bei diesem Set die Mängel. Irgendwie, ich weiß es nicht, als ob das Set sehr schnell auf den Markt kommen sollte und es nicht zu Ende durchdacht worden ist und vielleicht ein paar Bautechniken noch verbessert werden konnten. Das ist mein allgemeines Gefühl, aber das
Da bin ich nochmal beim Fazit. Ich tue den Baum jetzt trotzdem weg, dass er mir nicht runterfällt. Beim Dach. Ihr habt das sicher schon gesehen. Der Spalt. Also, das gefällt mir gar nicht. Man kann das Dach schön runternehmen. Es ist ein stabiles Dach. Schöne große Plates. Und ich habe jetzt versucht, das einen halben Brick runter zu tun. Und auf die Seite. Ich habe sogar diese Teile versucht umzudrehen. Ich habe mehrere Sachen versucht, damit der Spalt oben weg bleibt. Keine Chance. Wichtig ist, das hier muss genau hier dazwischen sein. Dann ist der Spalt noch am wenigsten. Ja, und das wäre halt mein dritter Kritikpunkt. Ich weiß doch, dass Lumibrix das mit den Dächern viel, viel besser macht. Was hier passiert ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber okay, ist jetzt nun mal so. Kann es ja nicht ändern. Ich habe es versucht zu verbessern. Ich habe es ja nicht so mit Kritik, die man jetzt leicht verbessern kann, aber hier habe ich es echt nicht geschafft, ohne jetzt extra Teile zu besorgen, dass ich diesen Fehler verbessere. Tun wir den Schornstein runter, aber hier kann ich auch gleich zeigen, hier auch Farbkodierung. Wozu? Völlig unnötig. Aber schauen wir jetzt, zuerst das kann man rausnehmen, quasi die Wand, da können wir sehen hier, schönes Bücherregal, schöne Prints. Dieses Teil ist neu. Das sieht aus wie so eine Sanduhr. Das soll vielleicht ein kleines Fernglas sein. Aber nett. Nett gebaut. Und ja, hier gibt es nicht zum Ausklappen, sondern das kann man rausnehmen. Und dann schauen wir jetzt von unten. Hier haben wir den Kamin. Schönes Bild oben. Oben so ein bisschen Deko. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr die Gitarre sehen könnt. So, hier die Gitarre, auch ein Bild. Da geht es die Treppe hoch. Da möchte ich auch was zeigen. Das habe ich selber umgebaut ein bisschen. Dieses Kabel sollte eigentlich so quer rüber gehen und quasi unter diese Fliese. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Wäre das Kabel vielleicht in Braun, wäre das gar nicht so aufgefallen. Aber so in Weiß, ja. Dieses Problem habe ich auch hier mit dem Kabel. Das wäre auch in Braun viel besser. Aber okay, gehen wir weiter. Da tun wir das auch so weg. Dann haben wir hier eine kleine Küchenzeile. Dieses Sofa ist auch echt nett gebaut. Dann hinten, das ist quasi so ein Verkaufsstand. Da kann man auch so Grußkarten kaufen. Da ist eine Kasse und so. Also die Details innen sind super. Das ist etwas, was Lumibrix super kann. Prall gefüllt. Hier haben wir auch noch Bilderchen und hier so gebaut. Also das ist wirklich alles toll. Und hier ist quasi, da steht so, wie wann die nächste Vorhersage für die Aurora-Projektion kommt. Und ja, das wollte ich noch zeigen. Hier drinnen ist eine kleine Toilette. Da komme ich jetzt nicht gut dran, wie ich das zeigen soll, ohne etwas rauszureißen. Vielleicht kann ich halt das Fenster öffnen mit meinen Fingern. So. Und dann, während man auf der Toilette ist, kann man dann durchs Fenster schauen. Oder jemand auch rein. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ah ja, hier oben so ein Stuhl. Die tun wir auch weg. Und dann, was steht hier? Aurora Observation Log Date March, clear 8 Grad, 9 p.m. Colors green purple. Quasi auch, wenn man sich bucht. Kann man das eigentlich buchen? Das wäre ja mal interessant. Meine Frau wollte schon immer, dass wir mal die Aurora-Lichter ansehen. Kann man das da buchen? Da garantieren sie, dass wir das erleben? Wäre geil. Auf jeden Fall hier so ein Fotoapparat, hier so ein Uhr, ein Bett mit einem schönen Fenster nach draußen. Und dann ein Konstruktionsfehler. Die Tür, die geht nicht ganz auf. Auf beiden Seiten nicht. Warum?
wegen diesen Deko. Das stört. Das ist, was ich denke, ich erinnere mich nicht, dass bei Lumibrix sowas früher gab, dass sie solche Fehler hatten. Tun wir jetzt diesen Teil vom Dach runter. So, auch nett gebaut. Wie gesagt, ich habe auch diese Seite versucht umzubauen, im Sinne zu verbessern, dass der Spalt oben weniger ist. Ich habe es nicht geschafft. Das hier hätte ich lieber auch irgendwie gefliest oder mit Schnee bedeckt, aber dann würde das Dach nicht passen. Das sind so diese kleinen quasi Designfehler, die ich mir denke, dass man sich zu viel beeilt hat bei dem Set. Weil zum Beispiel das hier, das ist doch so schön. Guckt, wie das schön abschließt, gerade, alles super. Das kann man auch abnehmen. Ist nicht was für gedacht, ja, aber man kann es halt ohne viel Verlust. Und dann kann man hier auch die nächste Farbkodierung sehen, die völlig unnötig ist. Aber so kann man noch besser reinsehen. Das ist nicht gedacht, dass man es abnimmt. Also hier ist zwar diese Verbindung zum Licht, aber es ist nicht gedacht, dass man es abnimmt. Das ist das Maximale an der Modularität, was ich euch gerade hier zeige. Was ich cool fand, ist das hier. Also das ist halt so gemacht, damit die Säule vom Fenster so dick aussieht. Dieses Detail, solche Details gefallen mir. So, die Bautechnik vom Balkon. Ich tue zuerst diese Lampe hier weg, damit ich nicht kaputt mache. Das fand ich echt cool. Das wurde so gebaut. Hier die zwei Dinger einfach so drauf. Hier sind dann diese, ja, wie heißen die? Baurichtungsumkehrer. Aber hier könnt ihr auch gleich sehen. Aurora Heaven mit dem Teleskop. Auf jeden Fall, man baut es so und dann steckt man das so rein. Man muss halt nur aufpassen, dass das Kabel von dieser Seite ist. Und das war richtig zufriedenstellend beim Bauen. Das war einer meiner Highlights, muss ich zugeben. Na. So. Dann tun wir das da wieder zurück. Da muss man halt dann auch aufpassen, wie man das macht, dass es so. Diese Säulen hier, die sind ja auch nur angedeutet, also die haben keinen richtigen Halt. Da kann man auch mit denen nichts machen, außer sie immer wieder umwerfen, wie ich das mache. Dann tun wir den Schornstein zurück. Das so, das so. Hier diese Wand wieder rein. Tun wir dieses Stück hier hin. Und dieses Dach dann hier. Bevor ich das tue, auch das hier in Blau. Ich glaube, das ist nur dazu da, damit diese Wand nicht reingedrückt wird. Ich sehe keinen anderen Nutzen. Ach, ich muss sagen, bei diesem Set hat mich schon viele Kleinigkeiten dann doch enttäuscht. Ich kann nicht mal sagen, genervt, mal die Optik. Zum Beispiel, wenn man es so hinstellt. Ich finde es wunderschön. Also richtig schönes Set. Aber diese Mängel halt beim Bau und dann, wenn man da so mal tiefer reinschaut, es musste nicht sein. Ich finde, das können sie viel, viel besser. Kommen wir zum Schlitten. Hier haben wir auch so kleine Sachen drinnen. Ja, Banane, Apfel, Trauben. Und das ist auch so eine Sache. Es sollte nur dieser rote sein. Und dann der Hut und dann hier drauf gesteckt. Geht gar nicht, weil wie ihr seht, der Hut geht ja dann aufs Fass. Oder er würde dann auf das gehen. Dann habe ich halt nochmal 2 Noppen dazu getan und es so drauf getan. Man kann es ja auch alternativ hier drauf tun mit den Originalteilen, aber das waren ja Reserveteile. Ui. Ja, dann Schlitten. Ganz schlicht gebaut. Ja. Hier ist die Batteriebox. Und dann hier fangen wir wieder an. Das Rote beim Reh. Die Verbindung hier
Das habe ich aus meinem Sortiment genommen, weil das hier hält kaum was. Ja, jetzt Vorführeffekt, es hält besser, aber ja, es hält nicht gut. Also das ist wirklich so filigran, das fällt immer wieder ab und vor allem, also dass es hier unten im Rot ist, das verstehe ich einfach nicht. Ja, ich fände es besser oder ich werde es selber so tun, ich werde mir einer dieser Rehen von Lego kaufen und dann werde ich das hier hin tun. Also das ist auch jetzt designerisch nicht mega gelungen. Also da hätte ich einfach ein Tier reingetan. Weil Tiere mag man ja. Und sonst hier Burger, schöner Schlitten. Man kann halt entweder das hin tun und das ist halt, wie vorhin gezeigt, gedacht, dass es an die Wand geht. Und dann entweder so oder so. Ja, als Weihnachtsdiorama. Das wird sich super zeigen. Und die Leute, die kommen, die sehen das ja auch alles gar nicht. Die werden denken, wow, wie geiles Haus. Aber ich sehe es. Ja, und das ist ja schlimm genug. So, tun wir den Baum zurück und dann noch die Figürchen. So, 4 Stück davon. Ja, kann man die schön sehen. Also, 2 haben hier quasi Stiefel an, alle schön bedruckt, alle haben, ne, diese nicht, diese haben, hier hat so eine Eismeißel, der hat ein Fernglas, die hat eine Eintrittskarte, hinten auch alle schön bedruckt, schöne Kopfbedeckungen, nette Figurchen, die mag ich, also die Lumi-Figuren, super toll. Jo, kommen wir zum Fazit. Ich glaube, das ist jetzt mein erstes Review, wo ich wirklich einmal ein bisschen größere Kritik gezeigt habe oder gesagt habe, weil ich versuche es immer quasi eine Lösung zu finden, baulich oder das nicht so hart zu sehen. Aber das war definitiv etwas, wo ich konnte nicht darüber hinschauen, weil die Farbkodierung noch da im Fundament, okay, dann denke ich mir, okay, das sieht man ja wenigstens nicht. Aber das dann im Baum, das geht gar nicht. Dieser Spalt, das ist einfach, ach, das ist frustrierend. Hätte besser sein können. Und dieses Reh, also, das Positive, super schönes Design. Steinequalität, super gut, außer bei dem hier, das hat nicht geklappt. Aber sonst, also, wenn ich bei anderen Reviews sehe, Kratzer und so, ich weiß nicht, was ein Kratzer ist. Für mich sieht das alles perfekt aus. Also auch die Gläser sehen schön durchsichtig aus. Ich sehe da vielleicht hier bei diesem wäre das dann quasi Mikrokratzer. Ja, aber da bin ich wahrscheinlich, meine Sichtweise ist da nicht so streng. Finde ich von der Steinequalität alles super. Beleuchtung gut, super gut, schön. Das würde ich besser finden, würde es flackern. Also das wäre doch schon... Ich weiß nicht, ob die das so überhaupt versucht haben und es dann nicht geklappt hat. Aber ich finde, würde es so noch flackern, das wäre doch eine richtig coole Sache. Ja, Minifiguren gut, Idee gut, Preis-Leistung auch super, da kann ich nichts sagen. Innendesign, die kleinen Details, super schön. Für Weihnachten, genial. Alles in allem gefällt mir das Set. Aber ich bin von Lumibrix Besseres gewohnt. Also, und das ist vielleicht mein größtes Problem dabei, weil sie haben ja zum Beispiel gestartet mit der Hunting Lodge. Da waren ja die Lichter, da waren Transfersticker und dann wurden sie immer besser. Dann wurden nur noch Prints gemacht und die Verkabelung immer besser und alles. Und ich bin es gewohnt, es ging immer besser und besser und besser. Und jetzt hatte ich so ein Schlag ins Gesicht, dass jetzt ein paar Sachen nicht perfekt waren. Ich glaube, das Planetarium, was ich von denen gebaut habe, wunderbares Set. Oder die Galerie
oder der Gelato Store. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier muss ich mit den kleinen Mengen leben. Hätte ich es wahrscheinlich vor 2, 3 Jahren gebaut, wäre ich ausgeflippt. Aber ja, die Erwartungen werden immer höher. Trotzdem eine klare Empfehlung von mir, wenn ihr damit leben könnt. Ich habe euch das gezeigt. Also, ich finde die Projektion schon super. Also, was das angeht, ich bin da richtig, das gefällt mir sehr. So, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, folgt mir, abonniert mich. Ihr könnt unter meinem Kanal hier in den Beschreibungen das Set kaufen. Mit dem Code Klemtastisch habt ihr 10% Rabatt. Oder alle anderen Sets einfach mein Affiliate-Link benutzen. Dann habe ich auch was davon, dann kann ich euch weitere schöne Sets zeigen. Sonst würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.